Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch etwas über die Lichtverhältnisse in Finnland erzählen. Wenn dich dieses Land und die besonderen Lichtverhältnisse interessieren, bleib dran. Okay, los geht's. Finnland liegt im hohen Norden zwischen dem 60. und dem 70. Breitengrad. Im Sommer gibt es im ganzen Lande 24 Stunden Sonne. Im Winter hingegen ist der Tag sehr kurz, besonders im Norden Lapplands, wo die Sonne im Dezember überhaupt nicht scheint. Die Mitternachtssonne ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, das im Norden des Landes vom 17. Mai bis zum 27. Juli zu sehen ist. Mein Name ist Michael, Micha vom Finnland Club, und seit 5 Jahren lebe ich hier in Finnland. Es ist ein Land mit extremen Lichtverhältnissen, geprägt von einer Vielzahl an Licht und Dunkelheit, die stark von den Jahreszeiten abhängen. Ähnlich wie in vielen anderen nordischen Ländern erlebt man hier einen intensiven Wechsel zwischen Helligkeit und Dunkelheit, je nachdem, ob Sommer oder Winter herrscht. Im Winter neigt es dazu, fast immer dunkel zu sein. Die Tage sind kurz und die Sonne kann sich nur für kurze Zeit zeigen. Um etwa 14:30 Uhr wird es bereits dunkel und das Tageslicht ist begrenzt. Gegensätzlich dazu steht der Sommer, in dem es nahezu die ganze Zeit hell ist. Um etwa 24 Uhr im Sommer fühlt es sich an wie tagsüber und selbst um 2 Uhr in der Nacht ist es noch recht hell. Im nördlichsten Teil von Finnland, vergleichbar mit dem Norden Schwedens, geht die Sonne zwischen Ende Mai und Mitte Juli nie unter. Dieses Phänomen nennt man die Mitternachtssonne. Ein einzigartiges Erlebnis, wenn die Sonne rund um die Uhr zu sehen ist. Während des Winters hingegen bleibt die Sonne für einige Wochen unter dem Horizont, was als Polarnacht bekannt ist. In dieser Zeit gibt es kaum Sonnenlicht für etwa einen Monat. Diese extremen Gegensätze zwischen Licht und Dunkelheit werden durch die Erdrotation in Relation zur Sonnenposition verursacht. Je weiter man nach Norden geht, desto stärker sind diese Kontraste. Ich lebe im Südosten Finnlands und selbst hier, wenn der Himmel klar ist, kann ich während der dunkelsten Zeit des Jahres nur etwa 1 Stunde lang die Sonne über den Baumwipfeln sehen, etwa um 12:30 Uhr mittags. Diese Lichtverhältnisse bringen Herausforderungen mit sich. In den dunkelsten Monaten kann es schwierig sein, Sonnenlicht zu erhaschen, vor allem wenn es bewölkt ist. Aber wenn das Sonnenlicht endlich wieder durchkommt, wie Anfang Januar, ist es ein erstaunliches Gefühl, die Wärme auf meinem Gesicht zu spüren, nach über einem Monat ohne Sonnenlicht. Trotz der Herausforderungen finde ich in diesen extremen Lichtverhältnissen eine gewisse Schönheit. Auch im Winter, wenn wir weniger Sonnenlicht bekommen, ist das Dämmerlicht am Tag etwas ganz Besonderes für mich. Es fühlt sich an wie ein langer, sanfter Sonnenaufgang ohne Sonne, besonders wenn der Himmel klar ist und das leicht rosa gefärbte Licht über die Landschaft streut. Die Schönheit dieses Lichts ist wirklich unbeschreiblich. Trotz der Dunkelheit gibt es Dinge, die im Licht nicht sichtbar sind. Hier, wo es kaum Lichtverschmutzung gibt, bietet der Nachthimmel ein atemberaubendes Schauspiel. Das Nordlicht, das in den dunklen Winternächten tanzt, ist einfach faszinierend. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich es liebe, in einer kalten, dunklen Winternacht unter den Polarlichtern zu stehen. Der Umgang mit diesen Lichtverhältnissen ist nicht immer einfach. Im Sommer mag es ungewöhnlich viel Licht geben, aber im Winter, besonders zwischen November und März, kann der Mangel an Sonnenlicht ermüdend sein. Es ist schwieriger, morgens aufzustehen, wenn es draußen dunkel ist und der Körper sehnt sich nach der natürlichen Morgendämmerung. Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich anzupassen. Für mich persönlich ist Bewegung sehr wichtig, um Energie zu tanken, besonders in der dunklen Jahreszeit. Regelmäßige Spaziergänge, Langlauf oder sogar Eisbäder nach der Wim-Hof-Methode helfen mir, meine Energie aufrechtzuerhalten. Eine ausgewogene Ernährung mit Vitamin-D-Präparaten
und dem Genuss von Früchten aus dem Sommer hilft ebenfalls, die Dunkelheit besser zu bewältigen. Es ist wichtig, die natürlichen Zyklen zu akzeptieren und sich an sie anzupassen. Winter und Sommer sind unterschiedlich und haben ihre eigenen Vorzüge. Akzeptanz und Anpassung helfen, mit den Jahreszeiten umzugehen und die Schönheit in den unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu erkennen und zu schätzen. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr bleibt dran, um noch mehr über die faszinierenden Facetten Finnlands zu entdecken. Es gibt noch so viele spannende Dinge zu erkunden und zu erfahren über dieses wundervolle Land mit seinen einzigartigen Lichtverhältnissen und seiner beeindruckenden Natur. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank für euer Interesse. Ja, liebe Freunde, wir verlassen jetzt heute hier den Ort. Wir verlassen noch nicht Lappland, aber wir verlassen den Umkreis Rovaniemi und machen uns jetzt nochmal auf den Weg 2 Stunden von hier zu Freunden und Bekannten. Ich bin angetan von diesem ganzen Umfeld hier. Ja, und genauso wie ich mir Lappland vorgestellt habe, war es dann auch. Und ja, selbst landschaftlich, man sieht es hier, die Spuren im Schnee, die dann irgendwann wieder verschneit sind. Tolle Lichtverhältnisse, Sonnenuntergang. Ja, ich sag bye bye Rovaniemi, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, Leute, Sauna ist ja was Feines, ne? Besonders wenn hier 1 Meter Schnee hinter einem liegt.